Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute möchte ich gleich zwei ganze Kategorien gegeneinander ins Rennen werfen. Habe ich schon mal gemacht mit den Gebrauchshunden und den Molossern. Und zwei, drei kommen heute wieder zum Zug. Es geht hier und heute um die Molosser gegen die Herdenschutzhunderassen. Ja, wieso? Nun, weil es die größten und stärksten Hunderassen der Welt sind, welche beide Kategorien präsentieren. Ganz einfach. Aber um vorneweg gleich mal Missverständnisse auszuräumen. Ich weiß, dass beide Hundekategorien denselben Ursprung haben, denselben Hunden abstammen. Auch die Herdenschutzhunderassen sind für mich ganz klare Molosser. Allerdings haben die sich von den klassischen kurzhaarigen Molossern aufgrund unterschiedlicher Aufgaben dann entfernt, wenn man so sagen kann. Doch sie stellen die weit ältere Hundeart dar, wenn es um die Optik geht, als es die klassischen Molosser tun. Ja, hier können auch die ältesten der Molosser-Rassen nicht mithalten. Kein Cane Corso, kein Mastino Napolitano, kein Mastiff. Eventuell der Sindmastiff, auch Policuta genannt. Der kann das vielleicht. Ja. Sind also verwandte Hunde, ganz klar, ja, aber völlig verschiedene Charaktere und auf total unterschiedliche Art und Weise zu halten. Ich möchte im Laufe des Videos auf dieser Seite 14 der bekanntesten klassischen kurzhaarigen Molosser einblenden und auf der anderen Seite 14 der bekanntesten Herdenschutzhunderassen. Legen wir mal mit dem Direktvergleich los und beginnen wir mit der Größe und dem Gewicht. Und da sage ich Ihnen gleich, liebe Zuseher, da gibt es nicht viel Unterschied. Ich sah auf einer Ausstellung einen Mastiff mit 1 Meter Schulterhöhe und 103 Kilo Gewicht. So war ich hier sitze. Ich weiß aber auch von Alabais und Kangals, die 1 Meter Schulterhöhe haben und an die 100 Kilo Gewicht. Sie werden etwa gleich groß, etwa gleich schwer. Schauen Sie, es gibt ja die Herdenschutzhunderassen und die Molosser weit kleiner auch. Nehmen wir als kleineren Vertreter dieser Kategorie bei den Molossern den Kadebuja. Kleiner, leichterer Molosser. Oder als kleineren, leichteren Vertreter der Herdenschutzhunderassen den Karsthund, ein Verwandter des Schablanenats. Aber das sind Hunde, die etwa gleich groß, gleich schwer werden können. Also größen- und gewichtstechnisch nehmen sich beide Kategorien nicht viel. Da sind die größten und schwersten Hunde der Welt dabei, bei beiden Kategorien. Ja, lassen wir es bei denen. Die erste Kategorie, wo sie sich sehr stark voneinander unterscheiden, ist die Fellbeschaffenheit. Ja, wie der Name schon sagt, klassische kurzhaarige Molosser. Kurzhaarige Hunde, einige von denen weisen so gut wie keine Unterwolle vor. Sind also nicht die wetterfestesten und einige Besitzer von Molossern werden mir hier zustimmen, wenn es sehr heiß oder sehr kalt wird, kann es da schon zu einem oder anderen Problem kommen. Anders sieht das bei den Herdenschutzhunderassen aus. Die wurden auf Wetterfestigkeit selektiert, dementsprechende Fellbeschaffenheit weisen sie auch vor. Die gibt es von Stock bis zu langhaarig und alle haben dichte Unterwolle. Diese dichte Unterwolle schützt sowohl vor Hitze wie auch vor Kälte. Ist also ein Hauptunterschiedsmerkmal, die Fellbeschaffenheit bei beiden Kategorien, möchte ich so sagen. Auch beim Bewegungsbedarf unterscheiden sie sich voneinander, denn sie wissen selbstverständlich, dass Herdenschutzhunderassen dafür bekannt sind, sich ihre Kraft einzuteilen. Die wirken oft mal phlegmatisch, träge, faul, doch das sind sie nicht. Ja? Die konzentrieren sich aufs Wesentliche und wir wissen alle, dass die von einer Sekunde auf die andere umschalten können, blitzschnell agieren können, wahnsinnige Energien freisetzen können, das können die, das wissen wir. Doch die Molosser sind generell gesehen die etwas bewegungsfreudigeren Hunde. Wir haben hier Vertreter dabei wie den Dogo Argentino, den Presa Canario, Cane Corso oder triebige Bullmastiffs, die weit bewegungsfreudiger sind als das Gros der Herdenschutzhunde. Also Kategorie Bewegungsbedarf. Hier haben wir mit den Molossern die etwas triebigeren, etwas bewegungsfreudigeren Hunde im Allgemeinen, wenn wir die Riesenbrocken wie Mastiff, Old English Mastiff oder schwere Mastinos außen vor lassen. Leistungsfähigkeit ist ein kniffliges Thema, eine knifflige Kategorie, liebe Zuseher. Ja? Hier muss ich immer ganz besonders vorsichtig sein, denn wenn ich von Leistungsfähigkeit spreche und dann hier einer Kategorie den Vorzug gebe und das die Kategorie ist, die nicht die Herdenschutzhunderassen darstellt, dann werden mich viele der Kangal-Besitzer wahrscheinlich würgen wollen, weil die sagen, weißt du nicht, wie schnell ein Kangal sein kann oder wie hoch der springen kann? Doch, das weiß ich. Ja. Aber hier werden 14 Hunde gegen 14 Hunde verglichen. Ja. Deswegen meine Beurteilung. Also, Leistungsfähigkeit, wenn es um die Kraft geht, möchte ich sagen, könnte hier ein
unentschieden rauskommen, mit eventuell kleinen Vorteilen für, Sie werden erstaunt sein, die Herdenschutzhunde. Ja? 14 gegen 14, wie gesagt. Nicht viel, aber eventuell. Ja? Also sie sind etwa gleich stark. Auch die Wetterfestigkeit zählt zur Leistungsfähigkeit und hier haben die Herdenschutzhunderassen ganz klar die Nase vorn. Unbestritten. Wenn es allerdings um die Explosivität und die Beweglichkeit geht, möchte ich den Molossern den Vorteil geben. Ja? Also wir haben hier Großwildjäger und Packerrassen dabei. Dogo Argentino, Presa Canario, American Bulldog, Cane Corso, Fila Brasileiro, etc. etc. Das sind Hunde, die doch recht explosiv, sehr beweglich sind. Ja? Also wie gesagt, Leistungsfähigkeit, etwa gleich stark. Die Molosser wetterfester. Umgekehrt, die Herdenschutzhunderassen wetterfester, die Molosser vielleicht einen Ticken beweglicher, einen Ticken explosiver als die Herdenschutzhunderassen. Im Allgemeinen. Nochmals betont, lassen wir es dabei. Kategorie Wachhund. Hören Sie, niemand, keine Hundekategorie weltweit schlägt beim Thema Wachhund die Kategorie der Herdenschutzhunderassen. Auch nicht die Molosser, welche zu den besten Wachhunden der Welt gehören. Das ist ja ganz klar. Schauen Sie auch, die Molosser hatten schon immer Wachaufgaben zu erfüllen, das wissen wir alle. Sie zählen zu den besten Wachhunden der Welt. Aber die Herdenschutzhunderassen sind die besten. Da fährt für mich die Eisenbahn drüber. Es gibt eine Hunderasse, die für mich der allerbeste Wachhund der Welt ist. Individuelle Geschichte, wie schon einer Vertreter dieser Hunde, der Fiete, in einem meiner Videos bewiesen hat. Aber allgemein gesehen gilt diese Hunderasse für mich als bester Wachhund der Welt. Und das ist ein Hund, der nicht den Herdenschutzhunderassen angehört. Aber wenn es um Kategorie gegen Kategorie geht, dann sind Herdenschutzhunderassen beim Thema Wachhund für mich nicht zu schlagen. Auch nicht von den tollen Wachhunden, den Molossern. Ja. So ist das. Thema Schutzhund sieht das anders aus. Und auch wenn Sie mich jetzt steinigen möchten, liebe Herdenschutzhunderassenbesitzer, die Molosser sind für mich die weit besseren Schutzhunde. Ich möchte Ihnen gerne erklären, weshalb das so ist, bevor die Steine fliegen. Ja? Der Herdenschutzhund ist der beste Schutzhund, wenn es keine Gesetze gibt. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Herdenschutzhunde sind, wenn sie den Modus des Beschützens einnehmen, schreckliche Hunde. Ich sah Herdenschutzhunde bei der Schutzarbeit am Platz, beim Sportschutz, wohlgemerkt, die um ihr Leben kämpften. Die nahmen das todernst. Ja. Die Hunde wurden über Tausende von Jahren charakterlich in eine Richtung selektiert, dass sich die für so etwas nicht wirklich eignen. Für was nicht eignen? Für das Abrufen nicht wirklich eignen. Ich bin mir sicher, dass Sie mit der Kategorie Herdenschutzhunderassen die Kategorie vor sich haben, mit welcher Sie am meisten zu tun haben, wenn es darum geht, einen mal begonnenen Angriff wieder abzubrechen. Davon bin ich überzeugt. Ja. Und ein guter Schutzhund, was das für mich ist, das habe ich schon oft erklärt, ich wiederhole es nochmal, ein guter Schutzhund ist für mich ein Hund, der geistig dazu bereit ist, Sie zu beschützen, körperlich dafür geeignet ist, aber auch abrufbar, kontrollierbar ist. Ich weiß, dass auch die Molosser im Vergleich zu vielen Gebrauchshunderassen einen Drive entwickeln in solchen Fällen, der weit höher ist als derjenige eines deutschen Schäferhundes oder eines durchschnittlichen Schnauzers und man hier höchstwahrscheinlich mit vielen Molossern mehr zu tun hat, die wieder zu kontrollieren, Zugang zu ihnen zu bekommen, wenn sie im Adrenalinrausch sie beschützen, sich im Tunnel befinden, ist mir klar. Aber im Vergleich zu Herdenschutzhunderassen sind die Molosser hier weit kontrollierbarer. Davon bin ich überzeugt. Das habe ich gesehen. Das habe ich nicht nur gelesen und gehört. Ich habe das gesehen. Für mich gehört die Kategorie Schutzhunde ganz klar den Molossern. Ich habe versucht jetzt zu erklären, weshalb ich das so sehe. Ja, lassen wir es so. Thema Trainierbarkeit. Auch hier haben die Molosser für mich die Nase vorn. Schauen Sie, Herdenschutzhunderassen sind tolle Hunde. Aber das sind Hunde, die seit Tausenden von Jahren selbstständig arbeiten, die selbstständig entscheiden, was für sie gut und was für sie schlecht ist. Ein Will to Please mag bei dem einen Herdenschutzhund, einen oder anderen Herdenschutzhund vorhanden sein, da sein, mehr oder weniger. Doch nicht in dem Ausmaß im Gesamten gesehen, wie er bei den Molosserrassen da ist. Diese Hunde haben schon immer viel enger mit ihren Besitzern zusammengearbeitet, als es die Herdenschutzhunderassen taten. Das ist nun mal die Natur der Sache. Ja?
Ein Hund, der über hunderte Jahre, weil bei den kurzhaarigen klassischen Molossern kann man ja in seltensten Fällen von tausenden Jahren sprechen, das sind ja weit jüngere Hunde als diese Herdenschutzhunderassen, haben seit hunderten Jahren immer auf Kommandos ihrer Herren hören müssen, während die Herdenschutzhunderassen seit tausenden Jahren viel selbstständiger sind. Dass hier der Molosser der trainierbarere Hund ist, der mehr Wildoblis zeigt, das ist eine klare Sache. Ja? Das wird jeden einleuchten, da werden Sie mir zustimmen. Also Trainierbarkeit. Molosser, recht gut zu trainierbare Hunde. Ich weiß, es gibt sehr viele Molosser da draußen, die einen Dickkopf haben, die stur sein können. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn man einem Molosser einen Befehl gibt, ja, dann nimmt er diesen zur Kenntnis und kommt zu gegebener Zeit darauf zurück. Ja? Ein Kommando oder einen Befehl. Das gilt aber noch umso mehr bei Herdenschutzhunderassen, möchte ich sagen. Ja? Sie wissen, was ich meine. Also Trainierbarkeit, Herdenschutzhunderassen, wenn es ums Thema Trainierbarkeit geht. Molosser, ich weiß von einem Working Cane Corso hier am Platz in Wiener Neustadt, der putzt alles weg. Und nach dem Video über den American Bulldog, das ich zuletzt gebracht habe, schrieb mich Dirk, einer meiner Zuseher, an. Hallo Dirk, der schickte mir 2 Bilder von American Bulldogs, die am Platz da in Deutschland, er hat mir geschrieben, wo das war, alle Schäferhunde am Platz schlagen. Ja, also Trainierbarkeit bei den Molossern nicht nur bedingt, ja, sondern recht gut, möchte ich mal sagen. Individuelle Geschichte wissen wir alle, aber allgemein gesehen, Bullmastiff, Cane Corso und so weiter, American Bulldog, recht gut. Ja, gut, Sozialverhalten Artgenossen gegenüber. Und hier bin ich davon überzeugt, dass wir gehen hier von reinrassigen Hunden aus, wohlgemerkt, liebe Zuseher. Ich spreche nicht von Molosser-Mixen und nicht von Herdenschutzhunderassen-Mixen. Allein aufgrund dessen, weil zum Beispiel ein Herdenschutzhunde-Mix oftmals einen völlig anderen Charakter zeigt als ein reinrassiger Herdenschutzhund. Ja, der Charakter wird bei Herdenschutzhunderassen-Mixen oft sehr stark beeinflusst von dem Teil, der keinen Herdenschutzhund dargestellt hat. Ja. Also, es geht hier um reinrassige Vertreter der Molosserrassen und der Herdenschutzhunderassen. Und da ist es so, meiner Erfahrung nach, ja, so habe ich das erlebt, den Eindruck habe ich bekommen in den Jahren, was ich mit diesen Hunden zu tun hatte. Dass die Molosser im Vergleich zu den Herdenschutzhunderassen hier etwas lockerer drauf sind. Die Herdenschutzhunde, wenn sie im Erwachsenenalter sind, hier vielleicht etwas ernster sind bei Begegnungen mit speziell gleichgeschlechtlichen Artgenossen, als es die Molosser sind. Schauen Sie, wenn Ihnen ein Molosser in die Kampflustigkeit abrutscht, dann ist zu einem kampflustigen Herdenschutzhund überhaupt kein Unterschied mehr. Ja? Das ist ja schon ganz klar. Aber ich gehe dennoch davon aus, oder ich bin davon überzeugt, für mich ist es so, dass die meisten der Molosserrassen hier etwas gemütlicher drauf sind, ja, eher die Freundschaft mit gleichgeschlechtlichen Artgenossen suchen würden, als es erwachsene Herdenschutzhunde tun würden. Es ist generell nicht in Stein gemeißelt, dass Vertreter beider Hundekategorien den Streit suchen als erwachsene Hunde, aber erwachsene Molosser und erwachsene Herdenschutzhunderassen sind äußerst selbstbewusste Hunde, Hunde, die sich ihrer Kraft bewusst sind. Die lassen sich selten mal zurechtweisen von einem anderen, speziell von einem gleichgeschlechtlichen Artgenossen, ohne dass sie zurückschlagen. Verstehen Sie, was ich meine? Dennoch möchte ich behaupten, dass die Molosser hier vielleicht etwas gemütlicher unterwegs sind, diesbezüglich. Schauen Sie, gekonnt herangeführt, von klein auf Artgenossen, gehört jeder Hund, ganz klar. Aber dennoch, etwas gemütlicher im Allgemeinen gesehen die Molosser. Für mich ist das eine klare Sache. Gut, ja. Familienhund. Hier musste ich lange nachdenken, ja, wie ich das erklären soll, wie ich das sehe. Und ich sehe das so, dass der Herdenschutzhund vielleicht öfter zu Hause einen Platz benötigt, wo er sich zurückziehen kann. Der Molosser, ein Hund ist dem ein Trubel. Ja, wenn viel los ist, wenn es eine große Familie ist, mit einigen Kindern, kommen vielleicht noch Verwandte zu Besuch, hiermit weniger zu kämpfen hat als der Herdenschutzhund, der sich hier vielleicht schneller nicht so wohl fühlt. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube, dass, schauen Sie, beide sind recht ruhige Hunde mit hoher Reitschwelle Kindern gegenüber. Beide müssen selbstverständlich gekonnt an Kinder herangeführt werden, wie alle Hunde, egal ob der Hund zuerst da war oder das Kind zuerst da war. Das ist bei allen Hunden so.
Beides sind keine, oder beide Kategorien beinhalten keine Hunde, die äußerst nervös sind zu Hause, die sie wahnsinnig viel spüren werden. Individuell, auch rassebedingt, einen Dogo spüren sie sicher zu Hause mehr als einen 100 Kilo Mastiff. Klar, aber generell gesehen gibt es weit triebigere Hunde, ja, bei den Schäferhunden, bei den Terriern und so weiter, als Herdenschutzhunde und Molosser. Dennoch, für mich ist es so, dass der Molosser mit dem allgemeinen Familienleben besser klarkommt. Schauen Sie, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie sind bei einer Grillparty Ihrer Verwandten eingeladen. Beide Hunde, der Herdenschutzhund und der Molosser, kennen ihre Verwandten und es gibt normal keine Probleme beim Aufeinandertreffen auf diese. Sie fahren, nehmen ihre Hunde, werfen die ins Auto, fahren dorthin in den Garten, da wird gegrillt, dort sind 20, 30 Leute anwesend, Geburtstagsparty. Ja. Ich bin mir sicher, dass sich der Molosser dort wohler fühlt unter diesen vielen Leuten, als es der Herdenschutzhund tut. Der dort eventuell keinen Platz findet, wo er sich zurückziehen kann, ja, wo er dann alles überblickt, in Ruhe, alles überblickt. Verstehen Sie, was ich meine? So zieht sich das durch das ganze Familienleben hindurch beim Herdenschutzhund. Für mich. Der Herdenschutzhund ist ein guter Familienhund, aber der Molosser ist der bessere. Ja. Der Molosser benötigt weniger oft einen Platz, wo er sich zurückziehen kann und für sich selbst sein kann, in sich zurückziehen kann. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist schwer zu erklären. Ja. Machen wir es kurz. Der bessere Familienhund ist für mich ganz klar der Molosser. Ich will hier niemanden beleidigen, deswegen versuche ich das Ganze immer so kompliziert zu umschreiben. Ja. Der bessere Familienhund ist für mich, oder die besseren Familienhunde sind für mich in der Kategorie Molosser zu Hause. Punkt, aus, Ende. Ja. Allgemeine Haltung, und gehen wir gleich weiter zum Gesamtfazit. Ja. Molosserrassen und Herdenschutzhunderassen. Das sind Hunde, die Kategorien angehören, die gekonnt erzogen gehören. Das sind Hunde, die zu den größten, zu den schwersten, zu den stärksten Hunden der Welt gehören. Hunde, die gewisse Neigung anderen Hunden gegenüber zeigen können, wenn man etwas versäumt oder wenn man Pech hat. Ja? Sie wissen schon, irgendwann schießt einmal ein Hund zu viel in sie hinein und so weiter. Also, ebenfalls Hunde, wo man gewisse körperliche Fitness mitnehmen muss, um diese im Fall der Fälle auch kontrollieren zu können, wenn sie mal etwas tun, was sie als Besitzer nicht wollen. Ja? Und ich hörte schon so oft, aber Ronny, ich kenne jemanden, der hat 50 Kilo und hat einen 90 Kilo Hund und der hat den in der Hand. Ja, weil der Hund das möchte, weil er gut erzogen ist und der Hund das tut, was der Besitzer will. Aber wenn dieser 90 Kilo Hund mal etwas tut, was der Besitzer nicht will, dann hat diese 50 Kilo Person diesen Hund nicht mehr in der Hand. Und davon gehe ich nicht weg. Das können Sie mir noch 1000 Mal schreiben. Das ist so. Ein 50 Kilo Mensch kann einen durchgedrehten 90 Kilo Hund nicht bändigen an der Leine. Außer er bindet sich irgendwo um einen Laternenpfahl an. Es ist so. Und wenn er das nicht kann, dann fährt dieser Hund mit diesem 50 Kilo Mensch ab. Das ist so. Und das bleibt für mich so. Da streite ich mit jedem. Also man sollte eine gewisse körperliche Fitness mitbringen, wenn man es auf eine der beiden Hundekategorien abgesehen hat. Selbstverständlich gibt es kleinere und leichtere Vertreter beider Kategorien, ja. Aber wenn man da schon im Lager der schwereren, der Giganten zu Hause ist, dann ist das Grundvoraussetzung für mich. Gleichzeitig ist es so, dass man als Besitzer eines Herdenschutzhundes unbedingt über ein Grundstück verfügen muss. Das ist bei den Molossern nicht der Fall, denn ich würde behaupten, dass auch bei einem Mastiff mit 100 Kilo eine größere Wohnung erreicht. Das ist meine Einstellung. Ich bin beim Thema Haltung großer Hunde in der Wohnung überhaupt einer der tolerantesten Leute. Ich hatte bis auf Attila, den Pitbull, der ja immer große Hunde, auch immer nur in der Wohnung. Und ich behaupte, alle meine Hunde waren sehr glücklich. Schauen Sie, wenn Sie ein guter Hundehalter sind, dann sind Sie sowieso draußen mit dem Hund. Oft genug. Bei Herdenschutzhunderassen allerdings ist es für mich in Stein gemeißelt. Da muss ein Grundstück da sein. Das muss der Hund betreten können, das muss er bewachen dürfen. Das ist seine Welt. In allgemeiner Haltung möchte ich die Vertreter der Molosserrassen als die führigeren Hunde darstellen. Hunde, die mit dem urbanen Alltag, öffentliche Verkehrsmittel, Kfz, Menschenansammlungen und so weiter, urbanes Gebiet besser klarkommen, als es die Herdenschutzhunde tun. Herdenschutzhunde
sind besser geeignet für Menschen, die sich etwas zurückziehen, die mit ihrem Haus, ihrem Grundstück etwas abseits wohnen. Nicht unbedingt Aussteiger, aber so ähnlich wie Aussteiger, ja, die etwas abseits wohnen. Dort passen Herdenschutzhunde perfekt hin. Perfekte Bewacher des Grundstücks, Hunde, die generell nicht viel halten von, ja, ich möchte in die Stadt gehen oder was. Das sind Dinge, die Molossern oftmals völlig egal sind. Ja, und dann gehen wir halt da rein. Ja, die gleichzeitig aber auch über Stock und Stein mit ihnen unterwegs sind. Auch das sind Dinge, für die sie Herdenschutzhunderassen nur selten begeistern können. Ja. Also wenn sie es auf Hunde abgesehen haben, die mit ihnen durch die Wälder wandern, ja, dann sollten sie sich fernhalten von Herdenschutzhunden. Die begeistern sie selten für solche Dinge. Bei den Molossern allerdings gibt es Vertreter, die da sofort mit Feuer und Flamme dabei sind. Ja? Ich möchte behaupten, dass der Aktivitätenradius bei den Molossern weit größer ist als derjenige bei den Herdenschutzhunden. Herdenschutzhunde sind keine sehr unternehmungslustigen Hunde. Es mag Ausnahmen geben oder Herdenschutzhunde in jungen Jahren, da brauchen wir auch eine Zeit lang, ähnlich wie die klassischen Molosser, bis sie erwachsen sind, dass sie dann auch unternehmungslustiger sind, aber der erwachsene, reinrassige Herdenschutzhund ist kein Hund, der ständig auf Wanderungen sein möchte oder irgendwelche Spielchen unternehmen möchte oder dort schwimmen gehen will oder da vielleicht beim Radfahren mitlaufen muss oder beim Joggen und so weiter. Bei den Molossern können sie sehr wohl Vertreter einiger dieser Kategorie herausfischen, die das mit Freude tun. Also die Haltung ist eine völlig unterschiedliche. Für mich ist ganz klar, der führige, einfacher zu führende Hund ist auf jeden Fall der Molosser, egal welche Rasse. Ich meine, es gibt auch hier Unterschiede. Ein Vieler ist mit Sicherheit anspruchsvoller zu führen als ein Bullmastiff oder Cane Corso. Und bei den Herdenschutzhunderassen allerdings fahren alle für mich auf einem Level. Die sind alle irgendwie gleich, egal ob das ist ein Kast oder ein Kangal, ob das ist ein polnischer Tatra-Hund oder ein kaukasischer Ovtschar, die haben alle etwa einen Level, was das betrifft. Ja, alle dieselbe Einstellung. Ja. Nicht schwieriger, nicht weniger schwierig. Ja, also Gesamtfazit. Beide Kategorien beinhalten die größten und stärksten Hunde der Welt. Schöne Hunde. Einige von ihnen stehen eher auf diese, wie einmal einer meiner Zuseher gesagt hat, Kanisterköpfe mit Knautschgesichtern, diese kurzhaarigen Panzer, etwas faltig. Die anderen wieder lieben dieses herrliche Fell dieses Herdenschutzhundes. Aber Achtung, sich einen Herdenschutzhund zuzulegen, nur weil er so schön ist, der ist fatal. Ja, das wissen wir und Tierschutzhäuser können davon ein Lied singen. Weil das schon einige Leute getan haben, weil die so schön sind, so richtige Bären, Löwen, ja, Sie wissen schon. Ja. Also für mich fährt die Eisenbahn drüber, wer für mich der bessere Hund wäre, das ist der Molosser, ganz klar, weil der Aktivitätenradius einfach der größere ist, viel größer ist. Ich kann mit einem Molosser viel mehr unternehmen, als ich mit einem Herdenschutzhund kann. Ich kann das mit einem Herdenschutz alles tun, nur die Frage ist, ob das Ihren Hund auch Spaß macht. Ja? Bei Molossern sind viele dabei, denen viele Dinge Spaß machen. Herdenschutzhunderassen geben sich mit weniger Dingen zufrieden. Gib mir ein Grundstück, lass mich dieses bewachen. Ich werde das tun. Ja, Sie verstehen schon, was ich meine. Das ist mein Gesamtfazit, liebe Zuseher, zu diesen beiden Kategorien. Ja, vielleicht sind Sie da sehr ähnlich. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.